Worauf ihr bei Hitze achten solltet. Aus aktuellem Anlass hier in NRW ist nämlich heute der bis jetzt heißeste Tag des Jahres. Hier eine kleine Checkliste, nicht nur für eure Valleys, denn wir leiden ja auch unter der Hitze. Punkt 1: Nicht in die volle Sonne. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin nicht für diese hohen Temperaturen gemacht. Für mich ist der Herbst die beste Jahreszeit, aber das nur nebenbei. Ihr solltet selbst nicht den ganzen Tag in der prallen Sonne verbringen und eure Vögel auch nicht dazu zwingen. Anders als wir können die Valleys zwar keinen Sonnenstich bekommen, aber extreme Hitze belastet den Kreislauf. Die Vögel könnten genauso umkippen wie ihr. Punkt 2: Frisches Wasser. Bei dieser Hitze rät euch jeder, viel zu trinken. Ich halte mich leider auch viel zu selten daran, aber während wir uns immer frisches Wasser aus dem Kran oder ein Kaltgetränk aus dem Kühlschrank holen können, solltet ihr bei den Wellensittichen darauf achten, das Wasser mindestens täglich zu wechseln und wenn die Vögel in dem Wasser auch noch baden, sogar mehrmals täglich. Punkt 3: Kühles Nass. Apropos Baden. Viele Wellensittiche sind ja Bademuffel, aber bei diesen Temperaturen sind die Vögel froh über jede Badegelegenheit. Das kann auch ein flacher Teller oder eine Schale mit Wasser sein oder die Luxusbadewanne aus dem Zoogeschäft. Hauptsache, das Wasser ist frisch, sauber und kühl. Eiskaltes Wasser solltet ihr den Wellies nicht zum Baden anbieten, denn der große Temperaturunterschied kann zu einem Schock führen und den Kreislauf stark belasten. Einfaches Kranwasser genügt. Meine Wellies lieben übrigens diese Dusche, die sich ganz einfach selbst zusammenstellen lässt. Ein Anleitungsvideo findet ihr hier. Punkt 4: Hygiene und Frischkost. Bei diesem Wetter solltet ihr nicht nur beim Essen für die Vögel penibel auf Hygiene achten, denn bei hohen Temperaturen verdirbt Essen und frisches Obst und Gemüse schneller. Verzichtet daher an heißen Tagen einmal auf Frischkost. Zwar liefert das meiste Obst viel Flüssigkeit, aber wenn die Beeren verdorben sind, bekommen eure Vögel Durchfall und verlieren so nur noch mehr Wasser. Deswegen ist es auch keine gute Idee, wässriges Obst wie Gurke oder Ähnliches anzubieten, denn die sorgen meist für Durchfall. Punkt 5: Kein Stress. Ihr solltet die Vögel bei großer Hitze auf keinen Fall stressen, denn die kleinen wendigen Flieger könnten vor Aufregung einen Kreislaufkollaps oder sogar Herzinfarkt bekommen. Ihr kennt das selbst. Bei Hitze ist alles anstrengender, auch das Fliegen für die Vögel. Also jagt sie nicht durchs Zimmer. Auch Einsprühen mit der Sprühflasche mögen die meisten Wellies nicht unbedingt. Also nicht zwanghaft versuchen, die Vögel nass zu spritzen. Und stört auch nicht ihre Mittagssiesta. Denn wie Südländer wissen die Vögel genau, dass es besser ist, in der größten Hitze ein Nickerchen zu machen und sich gar nicht zu bewegen. So schwitzt man weniger und spart Energie. Punkt 6: Leichte Brise. Davon profitieren wir, wenn wir uns im Vogelzimmer aufhalten, natürlich auch. Ein Ventilator. Aber richtet den Luftstrom nicht direkt auf die Vögel, denn auch wenn es noch so heiß ist, solltet ihr Zugluft für die Wellensittiche unbedingt vermeiden. Es besteht auch die Gefahr, dass die Vögel aus Versehen in den Ventilator fliegen und sich verletzen. Daher nie unbeaufsichtigt laufen lassen. Und abends, wenn es denn abkühlt, solltet ihr die Zeit, in der es kühl ist, nutzen, um zu lüften. Lasst die Fenster über Nacht gekippt, solange keine Zugluft entsteht. Punkt 7: Feuchtigkeit zur Kühlung. Ihr könnt feuchte Tücher, am besten Geschirr oder dünne Handtücher, keine Frotteetücher, über Käfig oder Voliere hängen. Die Verdunstungskälte hilft, die Temperaturen zu senken. Achtet aber darauf, die Vögel nicht luftdicht einzuschließen. Am besten lasst ihr eine Seite oder einen Spalt am Käfig offen. Und wenn die Vögel panisch durch den Käfig fliegen, nehmt die Tücher bitte sofort ab. Denn wir wollen bei Hitze ja Stress unbedingt vermeiden. Übrigens, eine Valley-Dusche, die als kleiner Zimmerbrunnen fungiert, sorgt auch für feuchtere Luft und ein angenehmeres Raumklima. Punkt 8: Transport vermeiden. Daran habe ich mich leider auch nicht immer gehalten, weil es oft nicht anders ging. Aber vermeidet bei großer Hitze einen geplanten Tierarztbesuch oder den Kauf bzw. die Anschaffung eines neuen Vogels. Denn genauso wie wir die Hitze im Auto kaum aushalten, fühlen sich auch die Vögel, nachdem sie aus dem klimatisierten Raum rauskommen, nicht gut. Und dazu kommt noch die Angst und der Stress, weil sie einfach eingefangen und in eine Box oder einen neuen Käfig gesteckt und von ihren Schwarmkollegen getrennt wurden. Wenn es natürlich einen Notfall gibt, solltet ihr auf jeden Fall auch bei großer Hitze zum Tierarzt fahren. Denkt nur daran, den Wellies Wasser in den Transportkäfig zu stellen und sie möglichst im Schatten zu transportieren. Punkt 9: Keine Eiswürfel ins Wasser. Auch wenn es eine große Versuchung ist, solltet ihr weder ins Trink- noch ins Badewasser Eiswürfel geben. Der Temperaturunterschied ist einfach zu groß und kann bei empfindlichen Vögeln auf den Kreislauf gehen. Genauso wie bei uns, wenn wir im Sommer eiskalt duschen. Es reicht zimmerwarmes Wasser, das ihr vielleicht häufiger wechselt, damit es nicht so warm wird. Außerdem kann das kalte Trinkwasser zu Magenproblemen führen und je nachdem, was ihr für Eis verwendet, könntet ihr das Trinkwasser der Vögel auch verunreinigen.
was wieder zu Krankheiten wie Kopfentzündung und Durchfall führen kann. Punkt 10. Anzeichen von Überhitzung erkennen. Gut ist auch, wenn ihr wisst, wie die Vögel euch zeigen, dass sie kurz vor dem Hitzekollaps stehen. Ähnlich wie bei Hunden hecheln die Vögel mit offenem Schnabel und spreizen ihre Flügel ab. Meist versuchen sie sich sogar durch Flügelschlagen Luft zuzufächern. Übrigens ein angenehmer Nebeneffekt, wenn meine Wellies viel durchs Zimmer fliegen. Ich kriege dann immer einen kurzen, kühlen Lufthauch ab. Sozusagen mein privater fliegender Fächer. Gerade für ältere Vögel kann die Hitze sehr anstrengend sein. Reißt die Vögel daher nicht aus ihrer Mittags- oder Nachmittagsruhe. Wenn die Vögel nicht den ganzen Tag wie bei mir draußen sind und ihre Position frei wählen können, überlegt, ob ihr den Käfig in ein kühleres Zimmer stellt. Haben die Wellensittiche sichtlich Probleme beim Atmen und legen sich auf die Seite bzw. können sich kaum auf der Stange halten, solltet ihr immer einen Tierarzt konsultieren. Denn bei großer Hitze können chronische Erkrankungen wie eine Herzschwäche oder Lungenprobleme den Vogel noch mehr belasten. Ich hoffe, diese Tipps sind euch eine Hilfe und ihr und eure Federbällchen überstehen diesen Sommer gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.